In diesem Video zeige ich dir, wie du ein neues oder ein bestehendes DECT-Telefon ganz einfach an deine Fritzbox anschließen kannst. Voraussetzung ist, dass diese über eine DECT-Funktion verfügt und die Fritzboxen, die das können, die habe ich dir unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Wir besitzen hier bereits ein altes Siemens Gigaset CX475 und können dadurch das Phone S0-Kabel für die Siemens Basisstation komplett entfernen und alles direkt über die Fritzbox laufen lassen. Kabel AD. Suchst du ein neues Telefon, habe ich dir einige kompatible Modelle unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Ihr loggt euch jetzt also in eure Fritzbox ein, klickt hier links auf Telefonie und dann auf eigene Rufnummern, dann erscheint hier folgendes Bild. Ihr seht hier eure Rufnummern, wenn noch nichts eingetragen ist, dann klickt ihr rechts unten auf neue Rufnummer und dort tragt ihr dann erstmal eure Rufnummern ein. Der nächste Punkt hier ist DECT links im Menü, denn wir möchten die Fritzbox als Telefon-Basisstation benutzen und nicht unsere alte. Und das heißt, das aktiviere ich hier, dann können wir eine PIN vergeben, die müssen wir eingeben, wenn wir das Mobilteil anmelden, das machen wir gleich. Und die Funkleistung verringern würde ich erstmal auslassen, genauso wie den Eco-Mode, damit könnt ihr später rumspielen, wenn alles funktioniert. Aber wenn ihr jetzt die Funkleistung verringert, dann kann es sein, dass nachher im dritten Stock Telefon nicht geht und nur im ersten Stock, also erstmal auslassen. Den Rest können wir hier so auf Standard lassen und dann tippt ihr auf Übernehmen. Nächster Punkt, Telefoniegeräte, und hier sehen wir alle aktuellen Telefone, die mit der Fritzbox verbunden sind. Da seht ihr auch noch die alte ISDN-Anlage, das setzt sich quasi gerade. 2 sind schon verbunden und 1 ist noch darüber verbunden. Und dieses Netzteil muss ich jetzt zuerst mal aus der Anlage entfernen, aus der aktuellen, und das ist bei mir ein Siemens Gigaset. Da gehe ich jetzt hier hin, wähle das Mobilteil aus, gehe in die Optionen und melde das Mobilteil ab. Das müsst ihr bei eurem System, je nach Mobilteil kann das unterschiedlich sein, schaut das am besten in der Anleitung nach. Als nächstes tippe ich jetzt neues Gerät einrichten und es erscheint der Assistent. Es ist ein Telefon mit und ohne Anrufbeantworter, da klicke ich auf Weiter. Dann möchte ich es nicht mit der aktuellen ISDN-Anlage verbinden, da habe ich es gerade gelöscht, sondern mit DECT über die Fritzbox. Hier bekommen wir jetzt die Info, dass wir die Verbindung an dem Mobilteil starten müssen und die PIN eingeben. Da tippe ich jetzt auf Weiter und dann schauen wir uns jetzt das Mobilteil an. Da mache ich das nämlich jetzt mal. Bei dem Mobilteil von dem Gigaset ist es so, da muss ich erstmal die Option aufrufen, dann die Einstellungen, dann kann ich hier Mobilteil wählen und kann hier MT anmelden auswählen. Das mache ich jetzt, gebe die PIN ein, in dem Fall 4 Nullen, die habe ich nicht geändert, dann tippe ich auf OK. Und die Fritzbox, die wird das jetzt gleich automatisch machen. Wir sehen jetzt hier, die Anmeldung war erfolgreich, das Ganze ist grün, tippe ich auf Weiter und jetzt wird gleich noch ein Testanruf kommen. Okay, ihr habt gesehen, das war der Testanruf und damit funktioniert hier alles einwandfrei und das war's auch schon. Ich habe das Telefon jetzt mit der Fritzbox verbunden, jetzt kann ich dem Ganzen noch einen Namen geben. So, im nächsten Schritt kann ich jetzt die Nummer auswählen, über welche die Gespräche geführt werden sollen. Das ist hier die oberste bei mir. Wenn du mehrere Rufnummern hast, kannst du auch noch sagen, dass er nur für einzelne Rufnummern hier Gespräche annehmen soll oder eben für alle. In dem Fall möchte ich es nur für diese Hauptnummer haben. Übernehmen und das war's auch schon. Ich habe jetzt die Telefone alle hier in der Fritzbox eingebucht und ich werde jetzt meine alte ISDN-Anlage von der Fritzbox entfernen und damit läuft alles über die DECT-Funktion der Fritzbox und ich brauche halt kein Telefonkabel mehr von der alten Basisstation irgendwo hin verlegen, kann die einfach hinstellen, wo ich will. Das ist dann super bequem.